Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr diese verstärkte Bandspitze stricken könnt. Die ist ja passend zu unserer verstärkten Herzchenferse. Das Video verlinke ich euch gerne oben, dann könnt ihr euch das in aller Ruhe anschauen. Und natürlich findet ihr auch ein Video zu dem Muster hier und dann habt ihr eure Weihnachtssocken komplett. Ich verlinke euch auch gerne unten nochmal die Wolle, die ich hier benutze. Ich habe die jetzt hier auch nochmal in einer anderen Farbe. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann bleibt gerne dran. So, bei meinen Socken, die ich für mich selber stricke, gibt es eine Besonderheit. Ich starte nach der ersten Abnahmerunde nicht mit 3 Runden ohne Abnahme drüber stricken, sondern nur mit 2 Runden. Ich lasse also die ersten 4 Runden bei meinen Socken immer komplett weg. Da jetzt aber 99% von euch mit Sicherheit größere Füße haben als ich, stricke ich das jetzt hier einfach ganz normal, so wie ihr das stricken würdet. Ich mache das dann nachher einfach auf und stricke das in meiner Größe. Ich habe auch hier jetzt nur 14 Maschen pro Nadel. Bei euch werden das wahrscheinlich 16 Maschen sein. Das ist aber kein Problem, funktioniert genauso. So, wir starten mit einer rechten Masche. Die nächsten beiden werden rechts überzogen zusammengestrickt. Bedeutet, ich steche ein wie zum Rechtstricken, hebe sie aber ab. Die nächste wird rechts gestrickt und die abgehobene Masche ziehe ich über. So, jetzt kommt die Verstärkung. Die erste Masche hebe ich ab, da steche ich ein wie zum Linksstricken, der Faden bleibt hinter der Nadel. Die nächste Masche stricke ich, abheben, rechts stricken, abheben, rechts stricken, abheben, rechts stricken. Das machen wir bis zur anderen Seite hier, bis wir noch 3 Maschen auf der Nadel haben. Die beiden Maschen werden wieder rechts zusammengestrickt und die nächste auch wieder rechts. So, das gleiche machen wir auch bei den anderen beiden Nadeln. Die erste wird wieder rechts gestrickt, die nächsten beiden überzogen zusammenstricken und dann abheben, rechts stricken, abheben, rechts stricken, abheben, rechts stricken. Das machen wir auch wieder bis hier 3 Maschen vor Ende. Die stricken wir dann wieder rechts zusammen und noch eine rechts. Und dann werden alle Maschen eine Runde rechts gestrickt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn wir diese beiden Runden geschafft haben, geht es weiter mit einer Masche rechts. Diese hier hatten wir ja vorher abgehoben. Jetzt heben wir die daneben ab. Es soll ja ein Wabenmuster werden und dadurch muss es immer um 1 versetzt werden. Die wir in der ersten Reihe abgehoben haben, stricken wir jetzt und heben die nächste Masche wieder ab.
So, die letzte stricke ich auch wieder. Und hier auch wieder die erste stricken, abheben, stricken, abheben, stricken und so weiter, bis wir am Ende wieder angekommen sind. Die nächste Runde wird auch wieder glatt rechts gestrickt und dann sehen wir uns gleich wieder zur nächsten Abnahme. So, die nächste Abnahmerunde starten wir wieder mit einer rechten Masche. Die nächsten beiden stricken wir überzogen zusammen. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Diese hier haben wir in der Vorrunde gestrickt. Nee, falsch. Die haben wir nicht gestrickt, die haben wir abgehoben. Die muss jetzt gestrickt werden. Abheben, stricken, abheben, stricken und so weiter. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen mit diesen Abnahmen hier. Das verschiebt sich nämlich dann immer. Und dann wird das Ganze etwas komplizierter. Die beiden strecke ich wieder zusammen. Hier auch wieder die erste stricken, dann überzogen abheben und hier die erste stricken, die nächste abheben, stricken, abheben und so weiter. Die nächste Runde wird wieder glatt rechts gestrickt. Das bekommt ihr dieses Mal auch wieder gut ohne mich hin und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Muster kann man jetzt so langsam aber sicher erahnen. Mit der helleren Wolle sieht es ein bisschen besser aus als mit dem dunkelgrün. Da kann man es noch nicht so gut erkennen, aber hier oben. So, die nächste Runde ist wieder eine Runde, die im Wechsel gestrickt wird. Also eine Masche rechts stricken, die nächste wird auch wieder rechts gestrickt und die hier wird abgehoben. Rechts stricken, abheben, rechts stricken, abheben. Das machen wir auch wieder die ganze Runde. Hier am Ende die vorletzte abheben und natürlich die letzte wieder stricken. Und hier auf der Seite machen wir das genauso wie auf dem Oberfuß. Die erste stricken, die nächste auch noch stricken und dann abheben, stricken, abheben, stricken, abheben, stricken und so weiter. Auch hier wird die letzte wieder gestrickt. So, die nächste Runde ist jetzt mal genau andersrum. Hier wird abgenommen und einfach nur rechts gestrickt. Das hatten wir bisher noch gar nicht. Die erste wird rechts gestrickt, dann überzogen. Diese beiden hier werden wieder zusammengestrickt
und die letzte rechts. Und das gleiche machen wir jetzt hier auf der Seite auch nochmal. Eine rechts stricken, überzogen, zusammenstricken und die restlichen Maschen alle rechts. Diese beiden hier wieder rechts zusammen und noch eine rechts. So, ich stricke jetzt hier nochmal 2 Runden ohne Abnahme drüber. Denkt bitte immer daran, die Maschen in der jeweiligen Runde abzuheben und dann die darauffolgende Runde die Maschen komplett rechts zu stricken. Nach diesen beiden Runden stricke ich 6 Runden im Wechsel, also eine Runde Abnahme, die nächste ohne Abnahme und so weiter. Dann fange ich an, in jeder Runde die Maschen abzunehmen, bis ich noch 4 Maschen auf der Nadel habe. Also oben 8 Stück, 8 Maschen jeweils oben und unten auf der Nadel. Ich werde das jetzt nicht vernähen, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Ich werde es komplett nochmal aufmachen und für meine Größe anpassen. Das Muster kann man eigentlich ganz gut erkennen. Wie gesagt, mit der Wolle ist es ein bisschen schwierig, aber ich wollte euch das gerne mit der Wolle zeigen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachstricken. Bis zum nächsten Mal, eure Bianca.